Auf wie man? Ich hoffe nach Spanien. Manchmal ist es auch was Lustiges, ne? wo man denkt, also... Erling Haaland bei Wish bestellt. Ja, sowas. Sollen die mich halt beleidigen? Wenn der vor mir stehen würde, würde es mir nicht sagen. Champions League Viertelfinale, wie klingt das in deinen Ohren? Gut, sehr gut. Nee, ich denke, es war ein hitziges Spiel. Eine gute Anfangsphase von uns, eine sehr gute Anfangsphase. Dann ein bisschen nachgelassen, haben natürlich am Ende ein bisschen glücklich auch, dass Eindhoven das Tor nicht macht mit der großen Chance nochmal. Und dann ja, brauchst du es aber ein bisschen auch das Glück in der Champions League. Ja, ist was anderes wie in der Bundesliga. Also ich finde, man merkt das auch, man hört das auch und ja, ist wahrscheinlich auch ein Stück ausschlaggebend dafür, dass man dann weiterkommt. Was kann euch dieses Spiel jetzt auch für die Restsaison noch geben? Viel. Ich denke, in der Runde weiterkommen, zu den 8 besten Mannschaften in Europa zu zählen, ist was sehr Gutes und gibt natürlich auch Selbstbewusstsein, Energie und ja, ich finde, das spürt man auch. Ja, es war halt in dem Moment, dass es halt auch vor meiner Nase war, ne? Und dann pusht du halt die Jungs. Also, so wie ich es von einem anderen auch erwarten würde, habe ich es dann auch selber gemacht in dem Moment. Und ich denke, es ist einfach wichtig, auch in so K.O.-Spielen oder eigentlich allgemein immer. Da nochmal besonders hat man selber wahrscheinlich auch ja, irgendwie das Gefühl, das machen zu müssen. Und ja, war eigentlich nur positiv im Moment. Das war für dich jetzt sicher keine einfache Woche in Bremen. Warst du gar nicht im Kader, jetzt gegen Eindhoven warst du 90 Minuten auf der Bank. Wie gehst du damit um? Diesen krassen Wechseln? Ja, so wie man im Fußball das halt machen muss. Im Fußball ist ein Tagesgeschäft, da geht's einen Tag so, einen Tag so. Das bin ich jetzt dann auch ein bisschen gewöhnt, bin immer der Jüngste und ja, ich kenne das. Also ich denke, jeder hat seine eigenen Methoden, damit umzugehen. Ist natürlich nicht immer einfach, aber wie gesagt, das gehört dann auch zum Fußball dazu. Ich habe von dir gelesen, dass du ja auch in den sozialen Medien bist du auch aktiv und du reagierst ja auch gerne mal auf entsprechende Kommentare. Jetzt müssen wir nicht drum rumreden, die sind jetzt nicht so wahnsinnig positiv, was deine Person angeht. Wie nimmst du das alles wahr, wenn du da so durch die sozialen Medien gehst? Es wird immer weniger, dass ich da durchgehe. Also man kriegt das mit, man nimmt das schon wahr, aber interessieren tut es mich eigentlich relativ wenig, weil ich weiß, was ich kann, was ich schon gemacht habe und ja, ich weiß, was meine Stärken sind und deswegen tue ich mich eigentlich nur darauf konzentrieren. Ich meine, wenn jemand was Negatives zu sagen hat, dann ist es halt so. Ne? Ich muss sagen, allgemein, die Kommentare oder viele Sachen in den Medien sind ja durchaus gefühlt nur noch negativ. Also egal was es, ob es jetzt mich betrifft oder andere Sachen, ist gefühlt nur noch negativ. Also es ist oftmals, würde ich sagen, so eine Plattform mittlerweile, wo Leute einfach ihr Druck rauslassen wollen, weil sie es anders nicht können, was natürlich schade ist. Ich bin jemand, ich kann das ab, aber es gibt dafür vielleicht auch Menschen, die das nicht so abkönnen und ja, vielleicht darüber nachzudenken mal, was man vielleicht einen anderen antun könnte damit, ne, mit negativen Sachen. Glaube ich, sind sich einige Menschen nicht bewusst damit und ja, aber ist halt so, leider Gottes, heutzutage. Du likest solche Kommentare ab und zu auch mal. Warum machst du das? Ja, einfach, glaube ich, oft, wie ich schon gesagt habe, dass Menschen, die teilweise Sachen schreiben, die unter der Gürtellinie sind oder auch manchmal zu weit sind, nicht denken, glaube ich, dass das überhaupt wahrgenommen wird, um eben dann trotzdem denen ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht zu viel, was sie dann auch nicht haben sollten, ne? Aber wie ich gerade schon gesagt habe, manche Menschen können vielleicht da nicht so gut mit umgehen oder nehmen sich ja, mehr zu Herzen manche Sachen und ja, dann eben auch das Bewusstsein zu entwickeln, was man anderen Menschen damit antun könnte, ist, glaube ich, ja, teilweise noch viel zu weit weg oder viele Menschen denken gar nicht darüber nach und es ist halt schon teilweise schade, weil wie gesagt, es fängt ja nicht schon, oder ist nicht nur bei uns, sondern es geht auch schon bei Kindern los teilweise, ne? Und ja, das finde ich schon dann ein Stück zu viel. Hast du da schon mal Rückmeldung bekommen? Ja, oft, wenn dann sowas ist, dass dann sich Leute trotzdem auch entschuldigen, weil sie eben nicht damit gerechnet haben oder ja, überrascht sind, dass man sich trotzdem sowas durchliest. Wie gesagt, ich finde, man muss der Typ dafür sein, um sowas machen zu können, machen zu wollen. Deswegen verstehe ich auch, dass manche Leute gar kein Social Media haben.
ist denen ihr gutes Recht. Und von Tag zu Tag verstehe ich es auch immer mehr, das nicht zu haben. Ne? Ich habe so das Gefühl, du redest dir gerade so ein bisschen was von der Seele. Ja, nicht mir persönlich, weil man redet ja auch in der Mannschaft darüber oder mit anderen Leuten darüber, ja? die oft darüber aufgehen, wo ich immer jemand bin, wo ich sage, ja gut, sollen die mich halt beleidigen. Wenn der vor mir stehen würde, würde es mir nicht sagen. Das weiß ich ganz genau, weil den Fall gab es schon oft genug. Aber wie gesagt, es gibt manche Leute, wo ich auch schon gesprochen habe, die sich leider Gottes oder das halt zu sehr zu Herzen nehmen. Ne? Und das ist halt dann schade, wenn jemand an sowas kaputt gehen sollte oder sowas. Inwiefern ist das, du hast gerade angesprochen, ist das Thema bei euch in der Truppe? Gerade vielleicht jetzt in den letzten Phasen ist es ja... Ja, ich finde, dadurch, dass es halt auch immer mehr wird, ist es eigentlich schon dann auch ab und zu mal Thema. Weil man sich einfach halt auch manche Kommentare merkt oder jemand anders zeigt einen einen Kommentar oder manchmal ist es auch was Lustiges, ne, wo man denkt, also... Erling Haaland bei Wish bestellt. Ja, sowas. Also, aber nee, natürlich, manche Sachen gehen oder machen schon die Runde, sage ich mal. Ja. Schon mal drüber nachgedacht, eine Social-Media-Pause zu machen oder Apps beispielsweise auch zu deinstallieren? Was heißt Pause? Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann gehe ich nicht drauf. Also so ist es bei mir. Und nee, an der Pause eigentlich nicht, aber wie gesagt, wenn ich keinen Bock auf sowas habe, dann gehe ich da nicht hin. Wenn ich Bock drauf habe, dann gehe ich drauf. Also wie gesagt, ich bin jemand, glaube ich, der das für sich gut einschätzen kann und ja. Ja, cool. Erstmal vielen Dank, dass du da so offen auch drüber gesprochen hast. Das ist ja kein einfaches Thema auch, ne? Absolut. Also für mich ist es auch ein Punkt, wo vielleicht mittlerweile als Schulfach für mich oder müsste ein Schulfach sein, weil es einfach tägliche Präsenz hat, auch schon im jungen Alter und einfach die Kinder von Anfang an damit aufwachsen und auch geschult werden sollten. Das war ein wildes Spiel. Ich glaube, einen Elfmeter, den es hätten geben dürfen. Wir sind dann zurückgekommen. Frankfurt ist eine gute Mannschaft, sage ich mal. Die machen es dieses Jahr auch gut. War auch im Hinspiel zu sehen, glaube ich. Natürlich in Frankfurt immer eine hitzige Atmosphäre. Sowohl unsere Fans als auch die Eintracht-Fans natürlich immer brutale Stimmung machen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir uns jetzt am Sonntag wieder drauf freuen können. Dass es ein gutes Spiel wird von unserer Seite, dass wir wahrscheinlich die 20 Minuten oder die ersten 30 Minuten, sage ich mal, aus dem Eindhoven-Spiel über 90 Minuten zeigen wollen. Das ist auch sehr wichtig und dann gehe ich davon aus, dass es ein gutes Spiel wird. Ähnlichkeiten, glaube ich, sehr viele, auch von den Fanlagern her, von der Stimmung, vom Stadion. Also man macht gerne Heimspiele in beiden Vereinen, man macht aber auch gerne Auswärtsspiele in beiden Vereinen. Das ist, glaube ich, was, wo sich beide Vereine extrem ähnlich sind. Einfach diese Unterstützung, diese Kraft oder Wucht von den Fans. Unterschiede sind, glaube ich, auch die Erwartungen von den Fans auch. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, was das Große und Ganze außenrum betrachtet. Oder was der größte Unterschied ist, glaube ich. Ja, ich glaube einfach, dass wir das als Fußballer jedes Heimspiel, wenn du bei Dortmund spielst, auch wenn du bei Frankfurt spielst, genießen solltest, weil irgendwann ist die Zeit vorbei und es geht schnell und ja, das ist immer was Besonderes. Die ersten 20, 25 Minuten von Eindhoven waren sehr, sehr gut, dass wir die einfach über die vollen 90 zeigen. Dann wird es schwer, gegen uns zu gewinnen, aber das ist natürlich auch genau der Punkt, dass du das über 90 zeigen musst. Gute 25 Minuten nicht immer reichen. Jetzt hat es mal gereicht. Natürlich auch ein bisschen glücklich, aber ja, unser Ziel ist natürlich, das konstant zu zeigen über das ganze Spiel. Und da bin ich guter Dinge, dass wir da den nächsten Heimsieg gegen Frankfurt einfahren.